Aisin Gioro Puyi. mw-parser-output. IPAA, Text Declaration, p. UI, chinesisch. mw-parser-output. Hant, von Zeiss, 110%. mw-parser-output. Hans, von Zeiss, 110%. Pinyin Aìxinjuéluó Puyí, mandschurisch. 7. Februar 1906 nahe Peking. 17. Oktober 1967 in Peking, entstammte der mandschurischen Sippe der Aisin Gioro und war von 1908 bis 1912 zwölfter und letzter Kaiser der Qing-Dynastie in China, ebenso während einer zwölftägigen Restaurationsphase 1917. Später kollaborierte Puyí mit Japan, das ihn zum Kaiser des Marionettenstaates Mandschukuo machte, 1932–1934 bis 1945. Nach Gefangennahme und Jahren kommunistischer Umerziehung in Gefängnissen und Lagern wurde er 1959 begnadigt und 1964 endgültig rehabilitiert. Er starb 1967 als einfacher Bürger der Volksrepublik China. Puyí wurde am 7. Februar 1906 als ältester Sohn des Prinzen Shun II. Zaifeng, 1838–1951, und dessen Gemahlin Yuelan, 1884–1921, im nördlichen Herrschaftssitz, einem Palast nahe Peking, geboren. Sein Vater war ein jüngerer Halbbruder des damals amtierenden Kaisers Gangxu und entstammte dem mandschurischen Fürstengeschlecht der Aisin Gioro, die seit 1644 in der Qing-Dynastie die chinesischen Kaiser stellten. Ende 1908 lag der kinderlose Kaiser Gangxu im Sterben. Daher ließ Kaiserin Witwe Cixi, die eigentliche Machthaberin Chinas und bei Hofe, den erst zweijährigen Puyí am 13. November in die verbotene Stadt nach Peking bringen, um ihn als Thronerben einzusetzen. Cixi hielt seit 47 Jahren die Fäden in der Hand. Sie war zunächst Nebenfrau des Kaisers Xianfeng und hatte mit ihm einen Sohn, Tonzi, der seinem Vater 1861 als Minderjähriger auf den Thron folgte. Nach dessen plötzlichem Tod 1875 im Alter von 18 Jahren, seine schwangere Ehefrau starb 2 Monate nach ihm, setzte die Kaiserin-Witwe ihren 3-jährigen Neffen Saitian als Kaiser Gangxu durch. Dieser war Puyís Onkel. Am 14. November 1908, einen Tag nach der Ankunft des Jungen in der verbotenen Stadt, starb Gangxu und einen Tag später Cixi. Es gab Gerüchte, dass die Kaiserin-Witwe den unbequemen Gangxu vergiften ließ, um mit Puyí einen minderjährigen Nachfolger einzusetzen, damit sie selbst erneut die Regentschaft ausüben könne. Mit nur 2 Jahren war Puyí Kaiser von China und wurde am 2. Dezember in einer hochoffiziellen, aufwendigen Zeremonie in der Halle der höchsten Harmonie intronisiert. Regierungsdevise wurde Shindong? Fortan lebte der Kind-Kaiser getrennt von seinen leiblichen Eltern als gottähnliche Person in der verbotenen Stadt, umgeben von Eunuchen, Dienstboten, Nebenfrauen und Konkubinen seiner Vorgänger. Jeder, der dem Kaiser gegenübertrat, musste den Kotau vor ihm machen, Kritik oder Bestrafung an ihm waren untersagt. Ein strenges Protokoll regelte den Tagesablauf des Jungen, der eher verstört auf die Zeremonien und Rituale reagierte. Die Regentschaft für seinen minderjährigen Sohn übernahmen Prinz Chun und Gangxus Witwe Longju. Chun erwies sich rasch als unfähig, die kaiserliche Zentralmacht zu festigen. So erwies sich die Entlassung des mächtigen Oberbefehlshabers der kaiserlichen Armee, General Yuan Shikai, als großer Fehler. In China herrschten chaotische Zustände. Korruption und Misswirtschaft drohten es unregierbar werden zu lassen. Große Teile des Landes wandten sich von Peking ab. Die kaiserliche Dekrete und Erlasse erzielten kaum noch Wirkung. In Kanton. Regionale Kriegsherren bestimmten das Geschehen. Die republikanische Kuomintang-Bewegung hatte enormen Zulauf und ausländische Großmächte strebten danach, ihren Einfluss in China auszubauen. Als im Herbst 1911 die Xinhai-Revolution ausbrach, war das Ende der Monarchie absehbar. Am 1. Januar 1912 rief Sun Yat-sen die Republik China aus und der 6-jährige Puyí musste am 12. Februar abdanken. Im Edikt zur wohlwollenden Behandlung des Kaisers der großen Qing-Dynastie wurden Puyí weiterhin Kaisertitel und Würden zugestanden. Ihm wurde unbefristetes Wohnrecht in der verbotenen Stadt eingeräumt und zur Unterhaltung seines riesigen Hofstaates erhielt er eine jährliche Apanage von 4 Millionen Yuan. Trotz seiner formellen Abdankung änderte sich an Puyís Leben und Behandlung vorerst nichts.
Er durfte auch weiterhin seinen Titel Kaiser von China tragen und auch benutzen. Der von Eunuchen dominierte konservative Hofstaat hielt auch nach Ausrufung der Republik an dem überkommenen, archaisch wirkenden Hof zeremoniell fest. Puyi lebte immer noch von seinen leiblichen Eltern getrennt in der Isolation und Abgeschiedenheit der verbotenen Stadt, wo die arme Wang Momo seine wichtigste Bezugsperson bildete. Überall am Hof wurden Intrigen gesponnen, Verwandte, insbesondere sein Vater, hohe Beamte und Eunuchen bereicherten sich persönlich an den zugewiesenen Geldmitteln und den Kunstschätzen der verbotenen Stadt. Inmitten von Korruption, Missgunst und Intrigen oblag die Erziehung des Jungen seiner armen und ausgesuchten Eunuchen. Unterrichtet wurde er im Einzelunterricht von Privatlehrern, die ihn hauptsächlich in traditioneller chinesischer und konfuzianischer Literatur sowie Kalligraphie unterwiesen. Erst ab 1914 änderte sich Puyis isolierte Stellung, als sein jüngerer Bruder Puyi als Spielkamerad an den Hof geholt wurde. Politisch spielte er erstmals 1917 wieder eine Rolle, als nach einem Militärputsch die Monarchie kurzzeitig wieder eingeführt wurde. General Changxu nutzte die Instabilität der Republik aus, putschte sich an die Macht und setzte im Juli 1917 Puyi wieder als Kaiser ein. Nach 12 Tagen jedoch, 1.12 Juli, war dieser Restaurationsversuch wieder beendet und Puyis Berater hielten sich fortan politisch zurück. Im Frühjahr 1919 wurde der britische Kolonialbeamte und Sinologe Professor Reginald Fleming Johnston neuer Privat- und Englischlehrer Puyis, der nun gemeinsam mit seinem Bruder und ausgesuchten Aristokratenkindern unterrichtet wurde. Johnston gewann schnell großen Einfluss auf Puyi, prägte dessen Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig und führte ihn an die westliche Denkweise heran. Dies ging sogar so weit, dass sich Puyi seinen Zopf, die traditionelle Haartracht der Mandschu, selbst abschnitt. Politisch blieb China ein Pulverfass. Im November 1924 putschte sich General Feng Yuxiang an die Macht und revidierte unter anderem das Edikt zwischen Republik und Kaiser. Auf seinen Druck hin musste Puyi die verbotene Stadt verlassen. Nach 16 Jahren setzte er wieder einen Schritt vor die Tore seines goldenen Käfigs und ging am 5. November 1924 mit kleinem Gefolge zu seinem Vater in den nördlichen Herrschaftssitz. Mitte der 1920er Jahre spitzte sich die Lage in China zu, es herrschten Chaos und Anarchie, Bürgerkrieg drohte. Regionale Kriegsherren, die Kommunisten und die republikanische Zentralmacht kämpften um die Macht. Ausländische Mächte, allen voran das expansionistische Japan, wollten die Schwäche Chinas ausnutzen und sich territoriale und wirtschaftliche Vorteile verschaffen. In den Wirren dieser Zeit war die persönliche Sicherheit Puyis gefährdeter denn je. Auf Anraten seines Gefolges begab sich Puyi schließlich inkognito in das internationale Botschafterviertel Pekings. Dort stellte er sich umgehend unter den Schutz der japanischen Botschaft und bezog mit seinem Gefolge ein eigenes Gebäude, wo er zunehmend japanischem Einfluss ausgesetzt war. Am 23. Februar 1925 übersiedelte Puyi nach Tianjin. Die kosmopolitische Hafenstadt besaß ein großes internationales Viertel, wo Puyi sich in japanisches Hoheitsgebiet begab und eine herrschaftliche Villa bezog. Während der Jahre in Tianjin entwickelte Puyi den Wunsch, eines Tages auf den chinesischen Kaiserthron zurückzukehren. Als Privatmann nahm er rege am gesellschaftlichen Leben der großen ausländischen Gemeinde teil, mit hohen finanziellen Belastungen durch Hofhaltung, Bedienstete und Verwandte.